7 Jahre ist es nun her, dass Minecraft das allererste Mob-Voting durchgeführt hat. Beim Mob-Voting wählt die Community aus 3 neuen und noch nicht im Spiel vorhandenen Kreaturen einen Favoriten, der ins Spiel kommen wird. Die anderen 2 Verlierer-Mobs landen in Minecrafts Ideenkiste und können unter Umständen in das Spiel noch kommen, wenn es sich in einem zukünftigen Update anbieten wird. Und in diesen 7 Jahren gab es insgesamt 11 Mob-Vote-Kandidaten, welche verworfen wurden und so langsam in Vergessenheit geraten. Und deshalb schauen wir uns diese heute alle mal an. Bevor wir reinstarten, lasst mir auf jeden Fall noch ein Like und Abo da. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit 11 Kreaturen, die es so nicht mehr in Minecraft geben wird. Wir befinden uns im Jahr 2017, einem wirklich guten Jahr für Minecraft, denn die Minecraft-Version 1.12 erscheint. Ein Minecraft-Update, das diese tristen Blöcke mit einem neuen Glanz erstrahlen lässt. Aber ich schweife ab. 5 Monate nach diesem Update gab es ein Live-Event, die Minecon Earth. Bei diesem war es zum allerersten Mal möglich, für eine Kreatur abzustimmen, die dann ins fertige Spiel kommen sollte. Hier gab es 4 Kandidaten. Das Monster of the Ocean Depths, also das Monster der Meerestiefe, das Phantom, The Great Hunger, also sowas wie der Vielfraß, und zu guter Letzt der Hovering Inferno, also das schwebende Inferno. Und wir wissen alle, wer aus diesem Mob-Voting als Sieger herausging. Auch wenn ich mir nicht ganz erklären kann, warum. Keiner mag Phantome. Diese Dinger sind einfach nur da, um mächtig abzufacken. Aber dadurch, dass das Phantom gewonnen hat, gerieten die anderen Mobs in Vergessenheit, bis diese dann still und heimlich von Minecraft vergraben wurden, in der Hoffnung, niemals wieder entdeckt zu werden. Aber guess what, bitches? Ich habe eine ich meine natürlich Schaufel. Minecraft, zieh dich warm an, denn heute schauen wir uns Konzepte von Fans an und schauen, ob diese Potenzial hätten, ins fertige Spiel zu kommen. Beginnen wir erstmal mit dem Vielfraß. In dem Mob-Voting-Video wurde dem Vielfraß nachgesagt, dass er besonders großen Appetit auf verzauberte Items hat. Zusätzlich kann er sich im Boden vergraben, um sich so seine Beute zu schnappen. Das gilt für Items wie auch andere Kreaturen. Und irgendwie wäre es noch möglich gewesen, Verzauberungen hinzuzufügen oder zu entfernen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was die Fanmod aus diesem gemacht hat. Der Vielfraß spawnt ausschließlich in Savannen, Badlands oder Wüsten und passt sich dann je nachdem von seiner Farbe aus an. Er kann sich im Boden vergraben und sich so im richtigen Moment seine Beute schnappen. Wenn wir auch gerade schon bei Beute sind, er liebt es, Hühner, Hasen, Frösche, Baby-Zombies und Baby-Slimes zu jagen. Und sollte dein Dad das Ding aus Versehen mal schlagen, dann sollte er schnellstmöglich rennen. Aber hey, so kann er doch schnell die Milch holen gehen. Es scheint wohl doch ein wenig länger zu dauern. Man kann den Vielfraß auch selber mit verzauberten Items oder Büchern füttern und diesen mit Flaschen auch wieder entleeren. Hierbei kriegt ihr dann Verzauberungsfläschchen. Kommen wir nun zu seinem Aussehen. Ich finde ihn ganz okay. Er passt nicht wirklich in Minecraft rein und erinnert mich so stark an diesen Pisser hier. Niemand mag dich, Omnom. Könnte ich mir vorstellen, diesen Mob jemals in Minecraft zu sehen? Eher nicht, denn ein Block hat ihm schon die Show gestohlen. Der Grindstone. Na gut, dann ab wieder rein ins Loch. Machen wir weiter mit dem zweiten Mob, der Moobloom. Einem Mob aus dem Mob-Voting von 2020. Hier muss ich sagen, es gab keine konkreten Features, die von Minecraft genannt wurden, außer halt, dass sie ganz dicke mit Bienen sind. Aber schauen wir uns trotzdem mal an, was das Fankonzept aus dieser gemacht hat. Die Mooblooms können ausschließlich in Meadow und Flower Forest spawnen, was ich schon mal ein ganz nettes Detail finde, weil sie dort auch wirklich gut reinpassen. Wenn sie laufen, haben sie die Möglichkeit, eine Butterblume unter sich zu spawnen. Mit dieser lässt sich neben Farbstoff noch eine Suspicious Stew craften. Diese Butterblumenkühe kann man auch zu normalen Kühen zurückverwandeln, indem man eine Schere benutzt. Man muss nur bedenken, dass sie dann für immer eine normale Kuh bleiben wird. Und Bienen haben die Möglichkeit, den Nektar von Mooblooms aufzunehmen. Zusätzlich kam durch die Moobloom ein neuer Villager in die Dörfer, der Imker. Er beschäftigt sich, wer hätte es gedacht, ausschließlich mit Bienen und bietet ganz coole Trades an. Zum Aussehen der Moobloom muss ich sagen, sie ist ein wenig unoriginell, da es wirklich fast so ein Retexture der normalen Kuh ist. Könnte ich mir das Mob in Minecraft vorstellen? Definitiv, ich finde, dass durch die Moobloom viele kleine, aber doch sehr coole Features ins Spiel dazukommen. Besonders den Imker finde ich eine super Ergänzung für die Villager. Machen wir weiter mit Mob Nummer 3 und zwar dem Isolager. Dieser Pillager lebt einsam und alleine in seiner Hütte auf Schneebergen. Solltet ihr diesen entdecken, würde ich euch zumindest sehr gute Rüstung empfehlen, da der Angriff dieses Mobs super stark ist und euch selbst mit Netherite-Rüstung direkt mal two-hitten kann. Hierbei greift ihr euch mit fallenden Eisblöcken an, die euch Schaden hinzufügen, den Frosteffekt geben und euch zusätzlich noch verlangsamen. Solltet ihr ihn mal gekillt haben, was nicht gerade einfach ist, da er einfach wie ein Beyblade von euch davonläuft,
bekommt ihr was richtig cooles, und zwar das eingefrorene Totem. Dieses lässt sich wie das andere Totem verwenden. Solltet ihr kurz davor sein zu sterben, aktiviert es sich. Es friert alle Gegner oder Kreaturen im Umkreis ein, entfernt alle bereits vorhandenen Effekte und gibt einen Speed-Effekt, womit ihr euch dann in Sicherheit begeben könnt. Nachdem ihr ihn dann getötet habt, lässt sich in seiner Hütte noch eine weitere coole Überraschung finden. Ein Item-Bündel, welches einem ermöglicht, 64 Items in diesen mit sich rumzutragen. Ich muss ja sagen, dass ich die Idee vom Iceologer richtig liebe. Ein einsamer Villager, der sich in seiner Hütte in den Bergen zurückgezogen hat, anstatt sich den anderen Pillagern anzuschließen. Ihn kann ich mir besonders gut in Minecraft vorstellen, nur würde ich mir noch ein paar mehr Angriffsmuster wünschen. Und zu guter Letzt haben wir für heute das schwebende Inferno. Dieses Mob, wer hätte es denken können, erscheint ausschließlich im Nether. Und ich glaube, ihr wisst es nicht, aber dieser Bruder ist irgendwie ein Scheich oder so. Der kann sich diese ganze Bude für sich alleine leisten. Selbst Platz für 4 ganze Nether-Portale wären möglich. Aber hier könnt ihr ihn dann zu einem epischen Battle herausfordern. Dabei greift euch mit 2 Attacken an. Den extremen Feuerbällen und einer Druckwelle, die euch wegstößt. Zusätzlich kann er noch Blazes spawnen, die ihm dann im Kampf helfen werden. Sollte man es aber schaffen, diesen zu besiegen, droppt er die Fragmente seiner Krone. Sollte man 5 Stück davon sammeln, lässt sich eine Inferno-Krone craften, die permanent Feuerschutz gibt. Ich muss sagen, dass ich diesen Mob eigentlich ganz cool finde. Ich bin jedoch nicht so ein Freund von dem Design. Ich meine, sobald er mal alle Schilde verloren hat, sieht er einfach aus wie ein fucking G-String. Und oh Junge, habe ich diese Dinger damals gehasst. Diese Dinger können wir gerne direkt vergraben und keiner würde es vermissen. Also Real Talk, ich hasse diese Dinger. Aber ansonsten ein ziemlich cooler Gegner mit einer Menge Potenzial. Machen wir weiter mit dem nächsten Mob, und zwar dem Glare. Im offiziellen Mob-Voting-Video hat man dem Glare nachgesagt, dass er zu dunklen Stellen hinfliegt und mad wird, da an diesen Stellen dann schlecht ausgeleuchtet wurde und somit böse Monster spawnen können. Und schauen wir uns nur mal die Fanumsetzung des Glares an. In dieser Mod erscheint der Glare ausschließlich in Lush Caves, was natürlich auch Sinn macht, wenn man sich sein Design mal so anguckt. Vom Verhalten her ist er dann wie eine Biene, er schwebt durch die Gegend, flüchtet aber jedoch vor Monstern in der Nähe und versucht so gut es geht, die Dunkelheit zu meiden. Sollten Glowberries in der unmittelbaren Nähe sein, schwebt er auf diese zu, schüttelt diese dann vom Strauch ab und isst diese dann. Möchte man selber einen Glare gezähmt haben, muss man ihn mit Glowberries füttern. Ihr könnt es dann auch ganz gut sehen, solltet ihr mal gezähmt haben, da sein Design dann auch ändert und eine Azalea-Blüte auf dem Kopf trägt. Nun, da ihr ihn gezähmt habt, wird er in einem kleinen Radius zur nächstmöglichen dunklen Stelle hinfliegen und soll diese zu dunkel sein, Bescheid geben, dass halt diese zu dunkel ist. Kommen wir nun final zu seinem Design. Ich finde ihn voll süß und könnte ihn mir auf jeden Fall in Minecraft vorstellen, nur würde ich mir ein paar mehr Features wünschen. Und wenn wir gerade hier schon in den Höhlen unterwegs sind, schauen wir uns doch direkt den nächsten Kandidaten an, und zwar den Rascal. Dieser war ein Mobvote-Kandidat im letztjährigen Mobvote. Im offiziellen Trailer war diese Kreatur eher schüchtern und hat sich, so gut es geht, von Spielern ferngehalten. Sollte man diese Kreatur jedoch 3-mal in einem Hide-and-Seek hintereinander finden, belohnt es sich mit besonderem Loot, wie hier dieser Spitzhacke zum Beispiel. Naja, und was soll ich sagen? Die Fanmod hat genau dieses Mob und dessen Features perfekt implementiert. So hätte es wahrscheinlich auch im fertigen Spiel ausgesehen. Man muss es halt hier ebenfalls 3-mal finden und kriegt dann aus einer riesigen Liste an Items ein zufälliges Item als Belohnung. Und ich muss sagen, ich liebe diese Idee. Ich finde den Rascal ebenfalls auch süß. Gerade den Rucksack, den er auf seinem Rücken hat, ist einfach putzig as fuck. Und da wir jetzt auch im Nachhinein wissen, dass der Sniffer eine ziemliche Enttäuschung war, da er nicht wirklich mehr macht, als faul rumzuliegen und Blumen zu erschnüffeln, hätte ich mir lieber diese Kreatur im Spiel gewünscht. Machen wir nun weiter mit einem besonderen Kandidaten. Einer Kreatur, die es theoretisch schon im fertigen Spielecode gibt, aber aus mir unerklärbaren Gründen nie eingebaut wurde. Die Rede ist vom Illusioner. Dieses Mob gehört normalerweise zu den Pillagern, also er lässt sich in Raids antreffen. Jedoch gibt es 2 weitere Möglichkeiten, ihn zu finden. Einmal an seinem Ferienhaus hier und die andere wäre an seinem Übungsplatz. Der Illusioner ist mit einer der gefährlichsten Mobs im gesamten Raid. Zunächst macht er dich blind, wenn du versuchen solltest, ihn zu schlagen. Danach erschafft er Illusionen, also Marionetten, zwischen denen er sich dann versteckt. Diese schießen dann natürlich auch ebenfalls auf euch, also es ist nochmal wesentlich schwieriger, die vom Original zu unterscheiden. Und aufgrund dieser 2 Faktoren kann es schon ziemlich eklig werden, da man recht schnell die Orientierung verliert. Sollte man es aber dann irgendwie geschafft haben, ihn zu besiegen, belohnt er euch mit einem neuen Totem, dem Totem der Illusionen. Und bei diesem ist es ganz einfach zu verstehen, wie es auch eigentlich schon der Name sagt. Solltest du sterben, rettet dich das Totem wie gewohnt, zusätzlich aber erscheinen von dir eigene Illusionen
und dadurch hast du die Möglichkeit, gut und schnell zu flüchten und die Gegner damit abzulenken. Ich muss ja sagen, ich liebe das Konzept des Illusioners und ich würde es mir sehr in Minecraft wünschen. Gerade die Strukturen finde ich spitze und dadurch bekommen die Raids nochmal mehr Schwierigkeit, was ich ganz gut finde. Und sein Design, holy shit, sein Design ist so cool, also wirklich, ich finde, er ist einfach so mysteriös und komplex. Oh Mann. Am besten hier einfach diesen SpongeBob-Clip einfügen. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Nun machen wir weiter mit dem Kupfergolem. Dieser kleine Roboter ist ziemlich verspielt, das bemerken wir vor allem dann, wenn wir den Trailer von ihm mal anschauen. Er ist ständig interessiert daran, diese Knöpfe hier zu drücken. Man kann ihn auch selber bauen, man muss jedoch bedenken, dass dieser über die Zeit dann oxidiert, bis er dann irgendwann vollständig zur Statue wird. Und ja, was soll ich noch großartig dazu sagen? Das sind tatsächlich die einzigen Features von dem Ding. Man muss wenigstens sagen, dass ich glaube, jeder von uns schon mal so einen kleinen Fratz in Minecraft gewünscht hat. Aber im fertigen Spiel könnte ich ihn mir wirklich nicht vorstellen, da er einfach keinen Mehrwert bietet und relativ überflüssig ist. Es tut mir leid, rest in peace an die Copper Golem Fangemeinde, aber in dieser Fassung würde ich ihn keinesfalls im Spiel sehen wollen. Und zu guter Letzt für heute haben wir nochmal einen interessanten Kandidaten, den Tough Golem. Und ja, bevor mir jetzt Leute in die Kommentare schreiben, dass diese Kreatur auch nicht so gut ist, weil es sich wieder um einen Golem handelt, lasst es mich erklären. Wenn man sich den Trailer von Minecraft anschaut, muss ich sagen, dass man nicht unbedingt warm wird mit diesem Mob, da er hier nur als lebende Statue vorgestellt wird. Nicht mehr und nicht weniger. Deswegen fand ich ihn auch am Anfang erst relativ langweilig, doch dann habe ich mir diese Fankreation hier angeschaut und war begeistert. Der Tough Golem lässt sich ausschließlich in Bibliotheken auf natürlichem Wege finden. Selbstverständlich, wie andere Golems, kann man ihn auch selber bauen. Dazu benötigt man Tuff, einen Wollblock und einen geschnitzten Kürbis. Wenn dieser auf einem gewissen Block einmal gesetzt wurde, er dann ein bisschen rumläuft und sich die Gegend anschaut, wird er anschließend immer wieder zu diesem zurückkehren und dort dann schlafen oder versteinern oder stillstehen auf jeden Fall. Das Coole jedoch an ihm ist, dass man ihn mit jeder möglichen Farbe färben kann, sowie auch auf ewig versteinern könnte, indem man ihn mit Bienenwachs einreibt. Kommen wir nun zu seinem Design, ich finde ihn ganz nett, er ist nicht außergewöhnlich, aber es passt auf jeden Fall für Minecraft. Und jetzt machen wir weiter mit den neuesten Mobwood-Kandidaten. Hier im Mangrovensumpf hätten wir die Möglichkeit gehabt, die Krabbe zu finden. Und mit dieser hätten wir die Möglichkeit gehabt, Blöcke weiter weg zu platzieren. Hierbei hätten wir scheinbar die Klaue bekommen als Item und die hätte uns dann geholfen, die Blöcke weiter wegzusetzen. Zu guter Letzt haben wir jetzt noch den Pinguin. Dieser kommt logischerweise in kälteren Biomen vor und hätte uns dabei geholfen, unser Boot im Wasser schneller zu machen. Wenn ihr jetzt bis hierhin geguckt habt, dann schreibt auf jeden Fall mal Pingu in die Kommentare. Aber ja, das waren alle 11 Mobwood-Kandidaten. Denkt ihr, dass diese eines Tages ins Spiel kommen werden oder eher nicht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.